0 €. Winter. Deko. So wird dein Zuhause zum Naturparadies. Wer sagt eigentlich, dass stilvolle Winterdeko teuer sein muss? Ich zeig dir heute, wie du dein Zuhause in ein wunderschönes Naturparadies verwandelst. Und zwar mit Schätzen, die wir im Garten und bei einem einfachen Waldspaziergang finden. Das Beste daran: Es kostet dich genau 0 €. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Kreativität und das, was die Natur uns direkt vor die Haustür legt. Zusammen basteln wir 3 wunderschöne Dekorationen: ein stimmungsvolles Windlicht, einen duftenden Hänger für dein Fenster und einen klassischen Türkranz, der deine Gäste willkommen heißt. Bist du bereit, den Zauber des Winters in dein Zuhause zu holen? Dann komm mit. Der Waldspaziergang. Alles beginnt mit einem Spaziergang. Für mich ist das die schönste Art, sich auf die kalte Jahreszeit einzustimmen. Die Luft ist klar und kalt, die Natur ist zur Ruhe gekommen, aber wenn man genau hinsieht, findet man überall kleine Schätze. Und genau diese Schätze sind die Basis für unsere Deko. Ich habe heute einen Korb dabei und halte einfach mal die Augen offen. Schau mal hier, dieser Ast hat eine ganz wunderbare, knorrige Form. Der ist perfekt. Und hier drüben, am Fuß einer alten Kiefer, liegt ein ganzer Teppich aus Zapfen. Ich sammle am liebsten verschiedene Größen, von den kleinen, filigranen Lärchenzapfen bis zu den großen, stattlichen Kiefernzapfen. Jeder einzelne ist ein kleines Kunstwerk. Ein paar Schritte weiter entdecke ich weiches, grünes Moos, das sich an einen alten Baumstumpf schmiegt. Da nehme ich nur ganz vorsichtig ein kleines Stück mit. Wir wollen ja keine kleinen Tierchen in ihrem Winterschlaf stören. Und sieh nur, diese Zweige mit den leuchtend roten Hagebutten dran. Sie sind der perfekte Farbtupfer für unsere sonst eher erdige Deko. Das Geniale ist, all diese Materialien sind absolut kostenlos. Sie kosten uns nichts weiter als einen entspannten Spaziergang an der frischen Luft. Wieder zu Hause angekommen, breite ich meine Fundstücke aus. Es ist wie eine kleine Inventur des Winterwaldes. Äste, Zapfen in allen Formen, Moos und Zweige mit Beeren. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte und bringt dieses authentische, natürliche Gefühl in unser Zuhause. Bevor wir loslegen, lasse ich die Materialien etwas trocknen und befreie sie grob von Erde. DIY-Projekt 1: Das stimmungsvolle Windlicht. Fangen wir mit unserem ersten Projekt an, einem einzigartigen Windlicht, das auf jedem Tisch oder Sideboard zum echten Blickfang wird. Dafür habe ich mir diesen besonders schön gebogenen Ast ausgesucht. Er sieht fast aus wie eine kleine Wurzel. Seine organische Form ist die perfekte Basis. Wenn du so etwas nicht findest, funktioniert aber auch ein Stück Schwemmholz oder ein dickerer, gerader Ast. Jetzt wird's magisch. Eine feine, batteriebetriebene Lichterkette. Die wickle ich ganz locker um die kleinen Zweige. Das Kabel verstecke ich so gut es geht zwischen den Ästen. Die Lichterkette sorgt später, gerade am Abend, für ein unglaublich warmes und gemütliches Licht. Als nächstes kommt die Kerze. Ich stelle ein einfaches Glas auf eine flache Stelle der Wurzel. Hier kommt später eine Stumpenkerze rein. Ganz wichtig: Wenn du echte Kerzen verwendest, stell sie immer in ein ausreichend hohes Glas und lass sie niemals unbeaufsichtigt brennen. Sicherheit geht absolut vor. Eine LED-Kerze ist natürlich eine super und sichere Alternative. Um das Kerzenglas herum drapiere ich jetzt das gesammelte Moos. Es soll so aussehen, als würde das Glas ganz natürlich im Waldboden stehen. Ich zupfe das Moos ein bisschen auseinander und lege es locker um den Fuß des Glases. In die kleinen Lücken, die noch bleiben, setze ich jetzt die kleinen Zapfen. Das gibt dem Ganzen noch mehr Textur und Natürlichkeit. Und schon ist unser erstes Projekt fertig. Ein absolut einzigartiges Deko-Objekt, das eine unglaublich gemütliche und warme Atmosphäre schafft. Jedes Mal, wenn du es ansiehst, wirst du an deinen Spaziergang im Wald erinnert. Der duftende Fensterhänger. Als nächstes machen wir etwas fürs Fenster. Einen leichten, schwebenden Hänger, der nicht nur schön aussieht, sondern auch einen dezenten, winterlichen Duft im Raum verteilt. Dafür brauchen wir einen geraden Ast, etwas Schnur, getrocknete Orangenscheiben,
kleine Lärchenzapfen und, für den Duft, ein paar Zimtstangen. Die Orangenscheiben kannst du ganz einfach selbst machen. Dafür schneidest du eine Orange in etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben. Dann legst du sie auf ein Backblech mit Backpapier und lässt sie bei 80 bis 90 Grad für mehrere Stunden im Ofen trocknen. Am besten klemmst du einen Holzlöffel in die Ofentür, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Der Duft, der sich dabei in der Wohnung ausbreitet, ist einfach herrlich. Jetzt geht's ans Basteln. Ich nehme mir meinen geraden Ast und binde mehrere Stücke Schnur daran fest. Ich achte darauf, dass die Schnüre unterschiedlich lang sind. Das sorgt für einen spannenderen, asymmetrischen Look. Nun fädele oder knote ich abwechselnd meine Deko-Elemente an die Enden der Schnüre. Hier eine leuchtende Orangenscheibe, an die nächste Schnur ein kleiner Lärchenzapfen, dann wieder eine Zimtstange, die ich einfach mit der Schnur umwickle. Ich spiele hier einfach mit den Materialien und der Anordnung. Mal eine Orangenscheibe, vielleicht 2 Zapfen, wieder eine Zimtstange. Es gibt kein richtig oder falsch. Gestalte es einfach so, wie es dir am besten gefällt. Das Schöne an diesem Hänger ist, wie er sich mit dem Licht verändert. Wenn die Wintersonne durchs Fenster scheint, leuchten die Orangenscheiben wie kleine bunte Glasfenster und bringen eine warme Farbe in den Raum. Zusammen mit dem zarten Duft von Orange und Zimt ist das einfach pure Wintergemütlichkeit. Mit nur wenigen Handgriffen haben wir eine Deko geschaffen, die alle Sinne anspricht. DIY Projekt 3 – Der natürliche Türkranz. Zum Abschluss kommt jetzt ein echter Klassiker der Winterdeko. Ein natürlicher Türkranz. Ein Kranz an der Haustür ist wie eine herzliche Umarmung für jeden, der nach Hause kommt oder zu Besuch ist. Als Basis nehme ich einen Rohling aus biegsamen Weidenzweigen, den man entweder kaufen oder aus langen, frischen Zweigen ganz einfach selbst binden kann. Jetzt brauchen wir die immergrünen Zweige, die wir gesammelt haben, Tanne, Kiefer, was auch immer du finden konntest. Ich schneide mir die Zweige in handliche Stücke. Mit dünnem Floristikdraht befestige ich die Zweige jetzt am Rohling. Ich fange an einer Stelle an und arbeite mich dann immer in die gleiche Richtung vor, Schicht für Schicht. So entsteht ein schönes, gleichmäßiges Bild und die Enden der Zweige werden immer von der nächsten Lage verdeckt. Ich achte darauf, den Draht schön festzuziehen, damit alles gut hält. Wenn der Kranz schön voll und buschig ist, kommen die Details. Um etwas Farbe ins Spiel zu bringen, arbeite ich jetzt die Zweige mit den Hagebutten ein. Ich stecke sie einfach zwischen die Tannenzweige, der Draht hält sie super an Ort und Stelle. Die roten Beeren sind ein wunderschöner Kontrast zum tiefen Grün der Nadeln. Nun nehme ich mir die großen Kiefernzapfen. Ich suche mir ein paar Lücken im Kranz, wo sie gut hinpassen. Mit einem großzügigen Klecks Heißkleber befestige ich sie direkt auf den Tannenzweigen. Kurz festdrücken, bis der Kleber angezogen hat. Das Ergebnis ist ein rustikaler, aber gleichzeitig total einladender Türkranz. Er ist nicht perfekt symmetrisch und genau das macht seinen Charme aus. Er sieht aus, als wäre er direkt im Wald gewachsen. Draußen an der Tür hält er sich über Wochen und trotzt Wind und Wetter. Er ist ein wunderschönes Statement für Naturverbundenheit und begrüßt dich und deine Gäste jeden Tag aufs Neue. Das große Finale. Und jetzt schau dir das an. Die Dämmerung setzt ein und ich habe all unsere selbstgemachten Schätze in der Wohnung verteilt. Das Windlicht steht auf dem Esstisch, die Lichterkette und die Kerze tauchen den Raum in ein warmes, flackerndes Licht, das auf dem Holz des Astes tanzt. Am Fenster bewegt sich der Hänger sanft im leichten Luftzug, und wenn ein Lichtstrahl darauf fällt, leuchten die Orangenscheiben auf wie kleine Sonnen. Und an der Eingangstür hängt unser stolzer Kranz, ein natürliches Willkommenszeichen in der kalten Jahreszeit. Jeder Winkel erzählt eine Geschichte von unserem Spaziergang, vom Duft des Waldes und von der Freude am Selbermachen. Es ist unglaublich, wie man mit so einfachen, kostenlosen Dingen eine so behagliche und persönliche Atmosphäre schaffen kann. Und so einfach, ohne auch nur einen Cent auszugeben, haben wir unser Zuhause in ein winterliches Naturparadies verwandelt. Es zeigt doch, dass man kein großes Budget braucht, um es sich stilvoll und gemütlich zu machen. Nur ein paar gute Ideen und die Bereitschaft, die Schönheit zu sehen, die uns umgibt. Welche dieser Ideen hat euch am besten gefallen? Das gemütliche Windlicht, der duftende Fensterhänger oder der klassische Türkranz?
Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin total gespannt, was eure liebste Naturdeko für den Winter ist und ob ihr vielleicht auch schon im Wald auf Schatzsuche wart. Wenn ihr mehr solcher Ideen sehen wollt und euch für nachhaltige kreative Deko begeistert, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es euch gemütlich und bis zum nächsten Mal, eure Garten Lea.